Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast ist niemand anderes als That Boy, im wahrsten Sinne des Wortes, das kreative Genie. Hinter der Brand, der Designer und DJ hinter dem Pult, der Visionär hinter den Projekten Sunday Tapes, That Boy Wave und Secret Sessions, Ehemann, Familienvater, Bruder, Freund und one of Munich's Finest, würde ich sagen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son, herzlich willkommen zu The Art of Being Human. Cello, es ist mir eine Ehre, eine Freude, dich in diesem Gespräch haben zu dürfen, in deinem Store, hier in diesem Laden. Yes. Hi. Hey, was Hi. geht? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, ich habe noch ein paar Worte aufgeschrieben, die ich loswerden möchte zu dir. Es ist mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, sagt man, mit dir hier zu sitzen. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Support, für die Freundschaft, für die Transparenz, hier mit mir zu sitzen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum dich die Leute nicht nur feiern für das, was du tust, sondern ich glaube, wirklich schätzen. Und die Leute, die ich kenne aus dem Umfeld, die sprechen nur gut über dich. Sehr schön. Die sprechen nur gut über dich und ich glaube, dass deine Kindness und Humbleness, selbst wenn du das nicht so vielleicht formulieren würdest, dass die doch sehr große Spuren hinterlässt bei Leuten und das Nachhalt. Und von daher, das, was du hier tust für die Community in München, ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und das klingt nach, das trifft auf Resonanz. Und ich glaube, du kreierst mehr Mehrwert, als du dir vorstellen kannst an der Stelle. Von daher, wie gesagt, it's my pleasure to have you here and to talk. Und ich glaube, du bist noch lange nicht am Ende. Vielen Dank. Ich freue mich. Sehr schön. Gutes Intro? Hört man sehr gern. Das ist sehr schön. Nice. Appreciate. Wie geht's dir? Oh gut, ich bin auch froh, dass ich hier sein darf, mit dir ein bisschen talken darf, weil du, glaube ein sehr angenehmer Gesprächspartner bist. Merci. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich weiß grob, was mich erwartet, aber nicht so ganz. Und deswegen finde ich spannend und habe immer Bock, sowas zu supporten. Deswegen, Geil, danke. Let's go. Lass uns anfangen. Wie oder wo beginnt deine Story? Magst du uns kurz reinnehmen und einfach aus deiner Sicht so ein bisschen erzählen, was sind die wichtigen Sachen, wie bist du aufgewachsen, Family und so weiter und so fort? Wo beginnt meine Story? Erstmal bin ich Sohn von einem deutschen Papa und von einer Mama aus Sambia. Da beginnt vielleicht die Story. Yes. Und bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Es ist zwar eine Stadt, aber es ist im Vergleich zu München wirklich ein Dorf. 8000 Einwohner. Okay. So 1,5 Stunden von hier, Ochsenhausen ist meine Ochsenhausen. Hood. Genau. Und dort groß geworden. Eigentlich eine entspannte Kindheit gehabt. Im Nachhinein viel nimmt man doch gewisse Dinge wahr, die damals vielleicht anders waren wie gedacht, aber zum Schluss, Ochsenhausen war mega. Wir waren, glaube ich, die einzige diese dunkelhäutige Family dort, glaube ich mal. Es gab, glaube ich, noch mal eine, die dann irgendwie dazu kam, aber ansonsten war da nicht viel. Aber dadurch, dass ich bin dort sogar geboren und so von Anfang an dabei, hat man das gar nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ja. Was auch sehr schön ist eigentlich, wenn man... ist ja Heimat wenn das wirklich so ein Heimatgefühl hat. Dort zur Schule gegangen, genau, dann irgendwann in eine andere Stadt gegangen, um das Wirtschaftsgymnasium zu machen, studieren gegangen und da ging so ein bisschen, alles so ein bisschen los. Studium war okay, aber es war doch nicht ganz meine Passion. Was hast du studiert? Ich habe Lehramt studiert. Oh, Lehramt. Ich habe Lehramt studiert, Let's genau. Go, okay. 3 oder 4 Semester. Habe aber direkt, es war so praxisorientiert. In Baden-Württemberg gibt es eine PH, Pädagogische Hochschule. Die sind sehr praxisorientiert, was auch sehr schön ist, weil man direkt, ich glaube im 1. oder im 2. Semester in die Schule geht und dort einmal die Woche unterrichtet, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich hatte trotzdem meinen Kopf natürlich woanders, bei der Musik, bei der Mode. Bin dann relativ früh auch ein halbes Jahr nach Berlin, habe dann ein Praktikum gemacht im Marketing, weil ich einfach hungrig war und mir der in Anführungsstriche Standardweg nicht so gefallen hat. Es wäre okay gewesen, wäre auch cool gewesen, hätte mir auch sehr Spaß gemacht, weil es mir im Endeffekt sehr viel Spaß macht, auch mit Kindern zu arbeiten. Weil ich das nach meinem Zivi damals eben gemacht habe im Ausland ein halbes Jahr. Aber wo warst du? Ich war in Brasilien.
Oh, hast du schon mal erzählt, ja. Ja, habe ich dir erzählt, genau. In Brasilien war ich mal im Waisenhaus, habe ich dort gearbeitet. Was heißt gearbeitet? In was? Waisenhaus? Ja, Waisenhaus, Okay. Weil das Teil des Programms war oder konntest du das auswählen? Es war über ganz random. Ein Freund von mir war in Brasilien, hat dort im Bus einen Professor kennengelernt, der Deutsch spricht. Und mit ihm hat er dann Deutsch gesprochen. Okay. Zum Schluss habe ich meinem Freund damals gesagt, ich habe Bock nach dem Zivi was zu machen, ins Ausland zu gehen. Er so, ey, schreib ihm einfach mal an. Crazy ich habe ihn angeschrieben und dadurch hat sich das irgendwie ergeben. Ich konnte bei ihm schlafen, konnte den Kids Schlagzeugunterricht geben, konnte mit den Kids Fußball spielen und Englischunterricht geben. Drama, let's go. Und that's it. Unfassbare Zeit. Also kann man sich nicht vorstellen. Sowas das macht schon sehr viel mit einem. Und wie lange war das? Halbes Jahr? Halbes Jahr. Okay. Und dadurch kam eben auch der Gedanke, so ich will mit Kindern und deswegen auch Lehramt studieren. I see. Die meisten, und mir ging es halt auch so, ich hatte keine Ahnung nach dem Gymnasium, nach dem Abitur, was ich machen soll. So die Fächer, wo ich gut war, irgendwie studieren, naja, geht. In so vielen Fächern war ich auch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Und deswegen, Okay. Und wie gesagt, dort im Studium habe ich parallel halt sehr viele andere Dinge gemacht. Und dadurch hat sich, glaube ich, das eine oder andere ergeben. Und Ja, krass. Was waren deine Einflüsse? Wieso hat sich das, ich meine, Richtung Lehramt hast du jetzt schon erzählt, aber warum hat sich das eher in eine andere Richtung entwickelt? Was sind deine Idole, vielleicht Vorbilder oder musikalischen Einflüsse und Modeeinflüsse gewesen in der Zeit? Damals war schon immer Pharrell, also mein ganzes Zimmer war voller Pharrell-Postern und NERD. Und da Pharrell halt ja sehr modeaffin auch ist und musikalisch halt der absolute, vor allem derzeit und jetzt ja immer noch eigentlich. Und der hört ja nicht auf, ne? Der macht ja ganz andere Sachen jetzt noch mehr. Deswegen war das schon immer mein Vorbild. So. Einflüsse, ich habe mich damals viel mit Blogs beschäftigt, Tumblr-Blogs. Dann kam Facebook so ein bisschen hoch, hatte dann auch einen sehr erfolgreichen Blog, habe das damals nur nicht so verstanden, dass man damit auch ein Business machen kann. Deswegen habe ich das leider dann... Blog über Mode. Tatsächlich nur Mode, so ein bisschen Stuff gepostet. Mode-Outfits. Okay, gepostet. So eine... Okay. Ganz simpel, der Blog hieß Swag. Wie hieß er? Swag. Also wirklich total simpel, nothing special, aber der ging echt ziemlich durch die Decke. Ich erinnere mich, es gab früher so Extra-Seiten auch, also wie hieß das? Aber also nur für Mode und es war auch neu. Nach Facebook meinst du? Nach Facebook, ja. Extra-Seite. Ja. Aber es war auch nur kurzweilig, aber gut. Anyways. Okay, hat niemand mitbekommen. Extra, kann sein, weiß ich nicht. Nee, ich war nur auf Facebook. Wir hatten da, meine Freundin hat mir dann auch voll geholfen. Wir haben da voll viel Zeit investiert. Und eigentlich, heutzutage habe ich das Gefühl, man macht was, damit man irgendwie sich was erhofft. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Ist bei vielen Dingen so. Ich glaube, wenn man älter wird, ist es dann oft vielleicht eine gewisse Art von Vergütung. Ja. Und damals habe ich es einfach gemacht, so planlos. Ich weiß gar nicht, was das Ziel war. Ja. Und es war vielleicht auch der Nachteil, weil ich es dann nicht wirklich zu Ende gebracht habe und nicht so genutzt habe als wirkliche Chance, weil es war ein Facebook-Blog mit fast 300.000 Followern, was ja voll viel ist eigentlich. Ja. Aber ich habe das sogar nicht so wahrgenommen, weil wir einfach jeden Tag gepostet haben. Und wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen Merch mal gemacht und da ging auch voll viel, aber das war nicht so, ich weiß, nicht so greifbar. Weil damals wollte ich halt nur Musik machen. Und deswegen war das dann nicht so interessant. Gefühlt hat es ja auch noch niemand gemacht, ne, damals. Ja, es gab schon ein, zwei. So Worst Behavior war zum Beispiel, die jetzt auch so eine Brand haben. Die waren damals auch voll am Start. Aber die gab's? Von welchen Jahren reden wir gerade? 2010, 11, 12, sowas. Krass. Ich habe das Gefühl, ich sehe die jetzt erst. Jetzt pumpen die richtig auf, ja. Aber die hatten damals eben auch so einen Facebook-Blog, wo die aber nur eher so Sprüche gepostet haben. So, keine Ahnung. Ja, okay. Aber so Sprüche kennt man, glaube ich, so. Und gab schon ein paar, aber es gab wenig. Und auch Angebote, dass Leute die Page kaufen wollen und so. Aber ich habe das damals nicht so realisiert eigentlich. Okay. Die Seite gibt es immer noch, falls irgendjemand Interesse hat, hier mit der Seite was zu machen, let me know. Die heißt aber immer noch Swag. Immer noch Swag, okay. Oder Swag Mag oder so. Die gibt es immer noch. Ich muss mal schauen, wie sie heißt. Aber ich glaube, Swag einfach bei Mag. Facebook. Bei Facebook, Swag Wie Mag. verrückt. Aber du bist nicht mehr aktiv? Nee, gar nicht mehr. Man hat dann noch mal so ein bisschen was probiert, aber nee, ich bin auch bei Facebook so ein bisschen raus und ist auch nicht mehr das, was ich verkörper, so mehr oder weniger. Und Wie viele Leute wissen davon?
Boah, nicht so viel. Okay, nicht so jetzt viel. ist es raus. Nicht so viel, weil ich damit auch nicht irgendwie, keine Ahnung, damals wusste auch niemand. Wie alt warst du damals? 2010? Gute Frage, lass ich dich mal Ja, ausrechnen. okay. Ich bin ja schon über 30, deswegen. Ich werde 30 am Sonntag. Nice, oh. Ja. Oh, dann jetzt wenn das vielleicht rauskommt, nachträglich alles Gute zum Ja, Geburtstag. danke. Neues Kapitel, aber beim nächsten Talk dann mal. Ach, du wirst 30? Ja. Okay, dann freue ich mich auf die Geburtstagsparty am Samstag. Am Samstag. Feierst du rein, oder? Ja, let's see. Legst du auf, ist die Frage. Ich bin nicht da, sonst wäre ich dabei. Ja. Ja, das war eigentlich voll so der Start mit dem Ganzen. Und parallel ging halt musikalisch einiges. Das war was immer so parallel. Musik und gleichzeitig ein bisschen Mode. Hab da so gepostet, was mir gefallen hat. Und ja, aber nicht so realisiert, was ich da eigentlich so, wie man das eigentlich professionell aufziehen hätte können. Oder auch als Instagram kam, habe ich das nie wirklich versucht, mal das rüber zu transportieren zu Instagram, was auch voll schlau gewesen wäre, weil am Anfang, keine Ahnung, seit 12, 13 war es, glaube ich, relativ einfacher oder einfacher als jetzt, Follower zu generieren und Leute darauf aufmerksam zu machen wie jetzt, weil es sehr viel eben gibt. Aber habe das halt irgendwie dann verschlafen oder nicht so gecheckt. Bereust du das? Nee, gar nicht. Nee, was soll ich das bereuen? Wer weiß, vielleicht hätte ich dann nicht Dead Boy gemacht oder hätte mit der Musik, das ist nicht so alles. Ja. Ich bereue das überhaupt nicht. Das war einfach. Aber klar, Teil man der hätte Journey. hätte ich im Wirtschaftsgymnasium vielleicht eher aufgepasst, dann hätte man daraus schon ein Business machen können. Ja. So mit Sicherheit, ja. Okay. Aber halb so wild. Wie war dein Umfeld in der Zeit? War das sehr supportive? Ich weiß nicht, Family, Freunde? Bist du eher ein Alleingänger gewesen damals? Genau. Nee, Vollgas. Support natürlich. Freunde. Alle dabei. Alle dabei. Als ich aufgelegt habe, auch immer alle dabei. Die Jungs aus Ochsenhausen, halt meine Jungs so. Bist du mit denen heute immer noch connected? Ja. Okay. Dann leider nicht mehr so, klar, wegen der Nicht so Entfernung oft, ja. und die im Family und so weiter. Also nicht mehr so. Die Basis ist voll da, was schön ist, wenn man so eine Base hat, wo man weiß, zu 100% safe so. Oder man kann nächste Woche, man sieht sich ein Jahr nicht, man geht dann aber in Urlaub und ist direkt so wie davor. Das genieße ich sehr, dass ich sowas habe. Das ist schon was Besonderes. Die einen halt auch noch kennen, ja, halt einfach, was ist was anderes, wirklich was Besonderes. Und darum ist es sehr schade, dass man sich so selten sieht, aber im Endeffekt ist es auch normal und da sind wir jetzt nicht so, dass wir Das ist das Leben, ja. nicht so. auch beleidigt sind, wenn der andere sich mal nicht so lange meldet. Ja, Ich bin da leider nicht so gut drin manchmal, aber bei mir ist die Base halt immer klar. So. Sehr gut. Ja, ist bekanntlich das Beste, wenn man eigentlich nicht viel kommunizieren muss. Genau. Ich meine, es ist immer schön, wenn man dann Voll. Diesen Raum hat, aber manchmal geht es einfach nicht mehr lebensphasenmäßig. Und dennoch weiß, hey, es klickt sofort. Ne? Man sieht sich, man kann direkt ohne Smalltalk-mäßig jetzt ins Gespräch einsteigen und Prozesse irgendwie mitspiegeln und mitbekommen und mitteilen, ja. Deswegen hast du ja mitbekommen, mit WhatsApp bin ich auch nicht so der Fan. Das ist so persönlich safe. Alles gut. Also WhatsApp schreiben und so geht's so bei mir. Ich habe das Gefühl, mit dem Alter ist es bei mir auch so, es ist immer weniger. Immer weniger, weil das heißt nicht, dass man nicht investieren will, aber irgendwie, es sind doch viele Dinge, ne, die einen beschäftigen und viele Dinge, die einen doch irgendwie am Laufen halten und busy machen. Und dann sind es halt die Momente, die dann zählen und die dann das Fundament so ein bisschen ausbauen, ne, für diese Beziehung. Aber genau, ich bin auch jemand, der das nicht persönlich dann nimmt, so, oh, wieso hat die Person mir nicht sofort zurückgeschrieben oder dies und jenes. Aber nicht auf dich jetzt bezogen, ne? Alles gut. Okay, wie bist du denn nun dort gelandet, wo du gelandet bist? Also du hast ein bisschen erzählt, Praktikum, gab es da signifikante Dinge, Ereignisse in deinem Leben oder war das eher so wirklich Step by Step, der Prozess, die Journey, die sich einfach entfaltet hat bei dir und wo du jetzt zurückschaust und sagst, wow, irgendwie sehr organisch gewachsen? Ja, ich glaube, was ich dir vorhin erzählt habe, dass ich nicht so geplant an Dinge rangehe, beziehungsweise nicht sage, ich mache das, damit ich das erreiche oder das mache, hat sich das sehr organisch entwickelt. Und natürlich dadurch, dass die Musik, die ich mit meinem Bruder gemacht habe, schon sehr gut entwickelt hat und wir wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz mäßig unterwegs waren, gewisse Interviews hatten, gewisses Netzwerk auch hatten, aber nie wirklich genutzt haben, aber
war so ein Weg, um jetzt zum Beispiel That Boy zu gründen, ein bisschen einfacher eventuell, weil man halt schon die Person zuteilen konnte. Das ist so ein kleiner Vorteil, wie wenn jetzt jemand kommt, der keine Vergangenheit hat, die irgendwie oder der nichts hat, was irgendwie jemandem was sagt. Weißt du, was ich meine? Zurückgreifen kann, wo man so ein bisschen weiß, wofür die Person steht. Wenn jetzt jemand hier eine Bar hat in München angenommen und der macht auf einmal eine Brand, dann heißt ach ey, der von der Bar macht die Brand und weißt du, dann hat man schon 2 Sätze, die man da hinzufügen kann, wie Paul macht die Brand. Who the fuck is Paul? Nee, aber weißt du, was ich meine? Deswegen, das war so ein kleiner Vorteil natürlich, dass einfach schon irgendwie ein bisschen was da war. Eine gewisse Dynamik, Reichweite, Zugkraft, Community. Und dann war es halt immer so, dass man das so gemacht hat, worauf man Lust hatte. So. Das ist nicht so easy, weil du kannst nicht nur das machen, worauf du Lust hast, wenn nicht irgendwie was da ist, sei es auch finanziell Support da ist. Und klar, aber wenn man irgendwie schon auflegt und man hat Auftritte, man hat ein bisschen Cash, dann kann man auch 2.000 € mal benutzen, um eben eine Brand zu gründen, Anführungsstriche, Cappies einzukaufen, die zu besticken, online sich schön zu performen, in Anführungsstriche, und dann halt damit loszulegen. Irgendwas braucht man schon. Aber so die Community-Building, das war auch nie so überlegt, sondern durch gewisse Dinge, Aktivierungen, Konzepte, die mir eben Spaß machen. Und ich bin halt gern auch mit Menschen und will Menschen irgendwie in irgendeiner Art und Weise da berühren, passiert das, glaube ich, automatisch. Und da ich selber halt selber halt gern eine gewisse Art von Musik höre, eine gewisse Ästhetik feiere, eine gewisse Richtung an Kleidung eben mir gefallen, entwickelt sich halt so ein Vibe oder das man transportiert, authentisch. So ein Flow. Weil das ist ja selber was du magst oder was du liebst, und das versucht man dann halt irgendwie zu transportieren auf irgendeine Art und Weise. Und über Musik geht es natürlich sehr, sehr gut. Und über Mode ist ein bisschen eingegrenzt, weil du kannst nicht alles machen, worauf du Bock hast, weil es ein bisschen schwieriger ist, die Umsetzung, wenn man jetzt nicht selber alles 100% machen kann und dann der Nähmaschine fit ist. Aber zum Schluss, ich glaube, solange es irgendwie einen selber widerspiegelt, was man macht, wird es auch angenommen auf irgendeine Art und Weise. Schätze ich mal. Ja. In diesem, ich sag mal, Workflow, wie gehst du denn mit dieser Spannung, die du gerade angesprochen hast, um? So dieses, ich habe Lust auf etwas, ich habe Bock, etwas zu tun. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Und gleichzeitig, es gibt aber auch Limitationen, Begrenzungen, sei es vielleicht anfänglich mal finanziell gewesen und dann irgendwie technisch vielleicht etwas. Was ist so, wie navigierst du durch diese Gewässer? Wie gehst du da um, sodass du sagst, okay, irgendwie, ich will mich nicht verbrennen dabei, aber ich will jetzt auch nicht nur Dinge tun, weil die jetzt noch möglich sind, sondern ich finde eine gute Mitte, einen guten Rhythmus, wo ich das tun kann, was mir Spaß macht und gleichzeitig so ein bisschen aber weiß, das ist der Rahmen dafür. Ja. Das ist halt der Hustle sozusagen, weil du brauchst ein bisschen Geduld, Vertrauen in das, was du machst. Bist du ein geduldiger Mensch? Ich bin geduldiger Mensch, ja, eigentlich schon. Okay. Würde ich schon sagen. Im Vergleich zu anderen bin ich schon geduldig. Okay. Wen hast du denn gerade vor Augen? Das sage ich jetzt nicht, aber ich bin schon auf jeden Fall geduldig. Okay. Und das muss man auch sein. Und ein bisschen auch improvisieren halt. Was du gelernt hast mit der Zeit? Oder? Geduld. Oder war das grundsätzlich? Ich glaube, das ist auch ein bisschen Erziehung. Mein Dad ist super geduldig. Ich weiß es nicht. Es kommt einfach so ein bisschen mit, glaube ich. Es kommt ein bisschen mit. Geduld ist schwierig, weil irgendwann, man hat schon Geduld, aber wenn man den Hustle jetzt halt, wie ich es jetzt auch mache, mehrere Jahre so ein bisschen macht, dann hat man nicht mehr so die Anfangsentspanntheit, die Anfangsgeduld. So. Wenn man schon jetzt, Zeit ist halt schon das Wertvollste auf der Welt, und das verstehe ich jetzt erst so langsam, dass Zeit eigentlich unglaublich wichtig ist. Ja. Und das ist sehr schwer, weil ich gern mit Leuten rede und an sich auch ein höflicher, netter Typ bin, so in Anführungsstriche. Ja. Aber man muss da auch mal lernen, so Grenzen zu ziehen, weil die Zeit, die Leute einen rauben können, schon auch, es kann halt anstrengend sein. Ja. Und deswegen ist es auch sowas mit der Geduld, weißt du, du musst dann halt auch gucken, du kannst geduldig sein, aber
zu lang warten geht dann auch nicht, weißt du? Ja, es ist halt dieses gesunde Navigieren halt. Ne? Ja, zu wissen, hey, wo ist der Preis zu hoch gerade mit der Geduld und wo darf ich in meinem Charakter einfach so ein bisschen die Spannung aushalten. Voll. Ja. Ja. Okay. Deswegen ist immer so ein Lernprozess, was ich auch schön finde. Aber zu dem Ding, es ist halt ein Hustle, wenn du nicht eine gewisse Unterstützung hast. Finanziell, Produktion, alles. Es ist ja nicht nur, ich mache irgendwie Print auf ein Shirt und stelle das hier rein, verkaufe das. Es gehört ja mehr dazu, vor allem wenn du mehr erzählen willst, und nicht nur verkaufen willst, sondern du willst ja eigentlich immer was transportieren. Vibe, eine Story, eine Ästhetik. Du willst ja irgendwie das Gesamtpaket, will ich zumindest immer irgendwie präsentieren, damit man auch, wenn man was trägt, nicht nur ein T-Shirt trägt, sondern dass man halt so ein bisschen mehr trägt. Es gibt eine Message, es gibt eine Story dahinter. Ja. Und es ist halt immer sehr auch mit Aufwand verbunden, weil ein gewisses Shooting oder eine gewisse Story zu übermitteln, digital ist halt manchmal nicht so easy. Deswegen ist immer eine neue Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Ja, ich kenne es jetzt. Same hier mit dem Podcast. Viel Herzblut und nicht nur Herzblut, sondern auch viel anderer Hustle, der noch mit reinfließt und viele Leute, die supporten und so. Siehst du ja auch von deinem Team allein, drum finde ich das mega, wenn du da halt jetzt schon irgendwie Leute hast, die supporten, die dich kennen, die dann zum Schluss auch mit einer Cola happy sind. Weißt du, was ich meine? Die Spezi vom Kiosk. Nein, Spaß, aber das ist am Anfang schon voll wichtig. Ja. Und da muss man schon extrem dankbar sein. Absolut. Egal, ob man jetzt Musik macht und man kennt jemanden, der eine Video fit ist oder man kennt jemanden, der ein Studio hat. Das sind so kleine Sachen oder eigentlich große Sachen, wo man extrem dankbar sein muss, wenn man sowas hat. Absolut. Weil wenn man das alles nicht hat, ich will einen Podcast machen, aber ich habe erstmal gar nichts und kenne mich mit nichts aus. Okay, ein bisschen schwierig. Weißt du, was ich meine? Und das ist schon viele Steine. Funktioniert dann auch oft so, weil es auch authentisch ist. Ich finde es manchmal auch ganz cool. Das denke ich mir manchmal auch, wenn ich so Jungs oder Mädels sehe, die dann irgendwie auflegen, gefühlt zu Hause auf der Toilette so. Und es ist aber cool irgendwie, weil es so authentisch ist und ich glaube, es geht immer mehr so in die Richtung, dass man das halt so transportiert. Ja. So die Ehrlichkeit irgendwie. Und die Einfachheit auch manchmal. Ja, das habe ich mit meinem Trailer so gemacht, auch einfach eine Kamera hingestellt und für mich war dann auch es wichtiger, die Message rüberzubringen im Sinne von, hey, ich stehe dahinter, ich habe Bock drauf, ich habe viel schon drüber geredet mit Leuten und es ist in diesem Moment wichtiger gewesen, selbst wenn es nicht perfekt ist, einfach mal aufzunehmen, einfach mal hochzuladen, weil ich weiß, das bleibt nicht dort stehen. Das geht weiter, das entwickelt sich weiter, es wächst und also ich verstehe, was du meinst, absolut. Absolut. Ja. Was würdest du sagen, ist denn deine Message jetzt gerade? Hat sie dich verändert oder hat sie sich verändert mit der Zeit? Oder gibt es so eine Story, die nach wie vor du gerade verkörperst? Eine Story, die ich verkörper, wie meinst du das? Also mit all dem, was du tust, du meinst musikmäßig, jede Kollektion, die rauskommt mit That Boy, du als Person einfach. Hast du eine Message, die du anpasst, seasonmäßig, oder eine Grundmessage, die immer da ist, sozusagen? Naja, dadurch, dass ich mir dann nicht so viel Gedanken mache und sage, ich bin jetzt hier auf dieser Welt, um dieses und dieses zu verkörpern und zum Schluss soll dieses und dieses von mir da sein oder irgendwie, habe ich das eigentlich nicht, sondern es ist das, was ich eben mache. Weißt du, es muss irgendwie in mir was auslösen und ich muss das Gefühl haben, das ist schön, cool, macht Spaß oder ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich Bock drauf habe. That's it so. Ich sehe vielleicht was mich inspiriert. Ich höre jemanden zu, der mich inspiriert und versuche das halt irgendwie dann in meine Welt zu packen. Ich gehe super selten weg. Wenn ich weggehe, will ich irgendwie eine gewisse Art von Musik hören oder auch eine gewisse Ästhetik. Dann versuche ich es halt selber irgendwie anzubieten, dass man eine Veranstaltung hat, die mir so gefällt. Weißt du, was ich meine? Da, wo du selber freiwillig hingehen würdest, sozusagen. Ja. Zum Beispiel. Das heißt nicht, dass ich hier nirgends hingehe, aber irgendwie bin ich halt nicht mehr so, ich bin nicht mehr so viel
weg halt. Ja, also ja. wenn ich vielleicht selber auflege, aber ich lege ja nicht nur in München auf. Und dann hatte ich halt das Gefühl, sowas in der Art fehlt irgendwie und let's try it und lass mal machen. Dann habe ich mit 60 Leute angefangen, im Hotel, Bar sozusagen und dann halt immer Step by Step. Ich glaube, was schon wichtig ist und was auch super spannend war, weil ich war in so einem Pata-Talk, wo der Gründer von Pata da war und der hat eine Dokumentation gezeigt über die ganze Geschichte von Pata, ist ja wirklich eine OG-Brand, kennt man, die haben, ich glaube, es ist 20-Jährige. Und er meinte dann auch, am Anfang war voll der Hype da, der Boom da. Dann wollten die direkt eine 200 Quadratmeter Fläche in Amsterdam und so High Fashion machen. Und weil natürlich vielleicht auch das Geld geschmeckt hat, das hat gar nicht funktioniert. Und dann war so, ey, lass Pata machen, lass es gut machen und lass Step by Step machen. Die könnten irgendwie jetzt in 600 Stores ihre Sachen verkaufen es aber in 60 Stores. Okay. Und ich glaube, das ist auch inspirierend, wenn man, und es war schon so vor Corona und so, und allgemein unsere Gesellschaft ist ja schon so ein bisschen, dass man immer mehr will, immer noch mehr und man Schneller, kriegt eigentlich gar nicht genug, schneller, mehr. Und für mich war das voll inspirierend zu sagen, ey, Step by Step so. Und auch nicht 20 Sachen parallel, sondern konzentriere dich auf eine Sache mehr oder weniger, wo ich mir echt schwer tue und setze die gut um. Weil es ist schon so bei mir, dass ich natürlich sehr viele Dinge parallel habe, weil Musik halt ein großer Teil davon ist. Und es nimmt halt alles Zeit in Anspruch. Und dadurch ist so ein Projekt nie 100%, wie ich es eigentlich gern hätte. Weil durch die zeitliche Limitierung du einfach dann irgendwo an irgendeinem Eck fehlt es. Zum Schluss fällt es nach außen nicht ganz so auf, aber für mich selber ist es natürlich dann schon da. Und ich glaube, das ist wichtig, so Step by Step und dann nicht immer nur was zu machen, um halt direkt was zu erwarten oder Return of Investment zu haben, genau. Sondern du tust es, weil du... Und dadurch ergibt sich voll viel. Das war auch voll witzig, wie er dann erzählt, die haben den Store eröffnet, frisch und bla bla bla, haben so und so viel am Tag Umsatz gemacht und dann hatten sie irgendeine Kollabo mit jemand aus New York und dann meinte der Chef, let's go, wir fahren mit dem ganzen Team nach New York, haben eine gute Zeit, wir sind 6 Leute, alle haben Pata an, wir repräsentieren Amsterdam und let's go. Und sein Kollege meinte dann, 3-4 Tage den Store zu, wir verlieren das und das an Geld, können wir nicht machen. Also doch, let's go. Und zum Schluss hat sich dadurch so viel ergeben, weil die in New York waren. Das und das hat er alles erzählt und das ist halt so ein anderer Return, was man aber nicht so runterschreiben kann oder auch nicht so in Zahlen messen kann. Und das ist super spannend und ich glaube, das mache ich schon auch sehr, sehr viel und versuche das auch. Irgendwann brauchst du einen gewissen Return, weil es ist auch irgendwie dein Business und wir sind in München, jeder kann sich das vorstellen. Aber nicht nur. Ja, okay. Ja, crazy. Es hört sich ja so an, als würdest du ganz klar ein paar, ich sag mal, Werte haben, wonach du dich richtest in deinen Entscheidungen. Ne? Was du tust, was du nicht tust, wo du mal spontan bist, wo du kreativ wirst. Kannst du die benennen? Es ist einfach nur ein Gefühl, glaube ich. Ich kann die gar nicht so benennen. Die Werte, die Standardwerte, ich glaube, die kennt jeder, aber es ist einfach nur ein Gefühl. So wie ich das Gefühl hatte, mit dir das hier zu machen, das muss sich irgendwie gut anfühlen. That's it. So, das muss sich gut anfühlen. Das kann man davor leider nie wissen. Ich bin da tatsächlich auch mal so ein paar Mal enttäuscht und kommt auch vor, klar. Wo du denkst, cool, der Vibe stimmt, ist ein gewisses Vertrauen da, aber das zeigt sich dann doch, dass es anders sein kann. Aber ich finde, das Gefühl muss stimmen. So, du solltest eigentlich das machen, wo du das Gefühl auch hast, dass das passt auch. Es passt zu dir. Der Vibe stimmt einfach. Ja. Das sollte schon da sein, finde ich. Was glaubst du, wie hast du es gelernt, auf dein Gefühl zu hören oder dich sensibel zu machen, weil ich glaube, viele strugglen damit, ne, zu wissen, hey, wo stehen sie gerade, was fühle ich gerade. Was glaubst du, in deiner Journey hat dich zu diesem Punkt gebracht, sehr gut vielleicht darauf zu hören und Dinge nach diesem Gefühl zu bemessen? Das hat schon sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ich habe relativ früh angefangen aufzulegen, mit 13, 14. In Clubs, wo ich nicht mal reingekommen wäre eigentlich. Die Story, ja. Und da war das so oft so, auch in den späteren Jahren, auch als ich mit meinem Bruder aufgetreten bin, du bist dann irgendwann am Start und dann kommen Leute zu dir und sagen, voll geil, ich habe eine Party in New York.
im Rooftop. Ich buche dich nächste Woche. Ich melde mich. Gib dir deine Nummer. Wir haben das Festival dort. Gib mir deine Nummer. Ich mal. So, und das löst ja an einem was aus. Ja. So wie wenn jetzt Nike hier reinlaufen und sagt, ey, nächste Woche oder nächstes Jahr wir machen zusammen eine Kollaboration. Dann geht es ja voll in einem. Es wird ja bei uns allen so, in jeglicher Art wird das was auslösen. Ja. Gefühle, man ist euphorisch, man hat Bock, man freut sich und zum Schluss wird man halt nur enttäuscht. Und das war sehr oft der Fall, so sehr, sehr oft. Weshalb ich da so einfach ein bisschen humble bin und sage, klar, gern, lass checken, melde dich einfach. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht klappt. Oh, okay. Und das gibt mir so ein gewisses Gefühl, eine gewisse Sicherheit und ein gewisses Selbstvertrauen auch. Und das war schon immer so, dann dadurch entwickelt sich auch der Hustle, das mehr oder weniger alleine versuchen zu wollen. Weißt du, was ich meine? Weil du eigentlich dich auf die andere Seite nicht so ganz verlassen kannst. Ja. Und gerade in der Welt Mode, Musik gibt es sehr spezielle Menschen, die halt natürlich auf den Zug aufspringen, wenn der irgendwie mit 250 irgendwie, keine Ahnung, nach L.A. fährt. Aber wenn der Dorfzug dann nach Ochsenhausen fährt, da hat keiner Bock mitzufahren. Weißt du, was ich meine? Und da kristallisiert sich das eigentlich easy raus. Ja. Und das hat mir selber, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich mich nicht versuche, ist sehr, sehr schwer, aber versuche nicht von anderen Leuten abhängig zu sein. Es ist überhaupt nicht easy und es ist immer noch ein Prozess, aber zum Schluss wird man sehr, sehr oft enttäuscht und falsche Hoffnungen gemacht und ich hasse falsche Hoffnungen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen lasse ich die gar nicht so wirklich an mich ran. Okay, auch wenn ich eine coole Anfrage bekomme für einen Gig, eine coole Anfrage für eine Kollaboration, bla bla bla. Ich sage erstmal, klar, cool, hört sich spannend an, aber ich versuche so wenig Zeit wie möglich am Anfang da rein zu investieren. Okay. Also wirklich Zeit und auch gedanklich Zeit, weil da habe ich auch sehr viel Zeit investiert. Geil, dann könnte ich endlich mal das machen. Welche Möglichkeiten hätten man? Und zum Schluss klappt es halt nicht. Und das am Anfang, bei jedem so. Und da ist es schwierig, damit auch umzugehen. Also auch in kleineren Schritten, keine Ahnung, aber beim Auflegen kam das relativ früh. Okay, krass. Und deswegen bin ich leider auch nicht, manchmal ist es auch schade, weil Euphorie ist eigentlich voll was Schönes und auch voll schön zu beobachten, jemand freut sich und so. Aber ich hatte da, glaube ich, immer extreme Angst vor der Enttäuschung, weil es eben voll oft vorgekommen ist, dass ich nicht mehr so ganz euphorisch sein kann. Du schützt dich selbst, glaube ich. Ich schütze mich ein bisschen selbst. Genau. Wie gesagt, manchmal ist es schade, aber zum Schluss ist es wirklich so ein kleines Schutzding, wo ich mich selber beschütze. Oh, crazy. Celo, was würdest du sagen? Bist du happy? Ich bin happy. Das ist die Frage, ob ich happy bin. Bist du happy? Bin ich happy? An sich bin ich sehr, sehr happy. Ich habe eine Fam. Das gibt's nicht. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Deswegen eigentlich kann man nicht glücklicher sein, wenn man eine Familie hat, die gesund ist. Hört sich jetzt blöd an, so Standard, haha, Gesundheit. Aber zum Schluss ist es halt so. Zum Schluss ist es wirklich so. Voll. Ja. Okay. Was sind andere Punkte, wie du Glück definieren würdest? Family, Beziehung? Family, Beziehung, Gesundheit. Das sind so Dinge, die man eigentlich am wenigsten realisiert. Die nimmt man für selbstverständlich ganz genau. oft, ja. Bei mir war das immer so. Aber dann passieren halt gewisse Dinge und dann sieht man, es ist gar nicht selbstverständlich. Und es passiert jeden Tag und so viel, dass man da wirklich realisiert, shit. Und dann realisiert man es, aber dann kommt man wieder in den Alltag und denkt eigentlich gar nicht mehr drüber nach. Dann arbeitet man voll viel, man vergisst sich gesund zu ernähren, wird krank und dann checkt man wieder, shit, wie schön wäre es jetzt, wenn ich aufstehen könnte und normal sein. So ist es halt leider. Man realisiert das alles nicht. Zum Schluss hat man ein Modelabel, voll schön. Man kann Musik spielen, Leute bewegen sich dazu, voll schön. Also es sind immer so Dinge, die man nicht so realisiert, glaube erst wenn sie halt nicht mehr da sind. Und so ist bei Family und Gesundheit eben auch so. Ja. Same. Ja. Das heißt, du kommst nach Hause, du weißt, hey, meine Family erwartet mich, meine Kids und so weiter. Voll. Ja, Mann. Das ist schon was Schönes. Auch klar, ein bisschen Alltag und normal, so soll es auch sein. Aber es ist schon... der Kindergarten-Hustle und so weiter. Ne? Der Kindergarten-Hustle, okay. Gehört alles dazu. Ja, crazy. Voll. Würdest du sagen, du warst in deinen, in Anführungsstrichen, Hustler-Jahren, ja, wo du so gerade durchgestartet hast und so weiter, warst du da happy oder hast du Happiness anders definiert damals? Ich definiere ganz wenig Dinge, aber ich
ich glaube, je älter man wird, desto unglücklicher kann man auch werden, weil das Bewusstsein sich erweitert und man sich über ganz viele Dinge Gedanken macht. Und ich glaube, so ist meine Erfahrung, oder ich schätze, es ist echt bei vielen so, dass man in so ein Rad dann reinkommt, die Lockerheit verliert, das einfache Ding so verliert, was ich und was wir in der Fam hoffentlich nicht, oder wir wollen das nicht bewusst dagegen, also wir wollen das eigentlich nicht verlieren, die Lockerheit und so weiter. Aber es ist halt nicht einfach, weil du hast dann Kinder, du hast eine gewisse Verantwortung und du machst dir Gedanken halt einfach. Du machst dir mehr Gedanken wie halt mit Anfang 20 oder mit zwischen 15 und 20, das sind ja ganz andere Dinge im Kopf. Und ich glaube, da ist man geht leichter durchs Leben so ein bisschen. Es ist bei jedem wahrscheinlich anders, weil jeder hat auch eine andere History und so weiter. Ja. Aber ich glaube, je älter man wird, desto höher wird das Bewusstsein und dadurch macht man sich automatisch auch mehr Gedanken. Wenn ich nicht weiß, was in der Politik abgeht, dann mache ich mir auch keine Gedanken darüber. Ja. Das heißt, an sich geht es mir besser. Ja. Weißt du, was ich meine? Es juckt mich dann auch nicht. Es juckt mich auch nicht. Ja. Wenn ich nicht weiß, dass keine Ahnung, die Krankenhäuser überfüllt sind oder, weißt du, dann juckt mich das nicht, dann ist das nicht in meinem Bewusstsein drin, dann mache ich mir darüber auch keine Gedanken, es nimmt keinen Raum ein. Ja. Aber wenn man halt sich damit beschäftigt, wenn man dann Dinge mitbekommt, und das ist ja auch so ein bisschen die Gefährlichkeit, weil ich mich damit erst so ein bisschen befasst habe, wir haben ja alle so eine Bubble um uns rum, weil wir leben in Social Media. Und Social Media zeigt dir ja nur deine Bubble. Du kriegst ja niemand schaut mehr Tagesschau, ganz übertrieben gesagt. Und du kriegst dann, wenn ich jetzt in meiner Fashion-Bubble zum Beispiel wäre, ich schaue mir auf Instagram nur Fashion-Shows an, Stylisten, Fashion-Labels, dann bin ich da drin. Ich krieg nichts anderes mehr mit. Weil man sollte ausgehen, man hört kein Radio, kein BR5 aktuell, man schaut nicht die Tagesschau, weil niemand hat einen Fernseher zu Hause. Man ist so auf YouTube und auf Instagram, jetzt wirklich mal ganz platt gesagt und auch niemand soll sich jetzt angegriffen fühlen, aber man ist in der Bubble. Und das hat mich halt schockiert, weil auch mit der AfD jetzt und bla bla bla. Und dann bin ich Stoff kaufen, weil ich wieder in meiner Bubble war halt, eine gewisse Zeit vor Stoff kaufen und unterhalte mich mit der Dame und so voll lieb. Und dann irgendwie Politik, keine Ahnung warum, aber zum Schluss, ja, und jetzt haben wir den ersten Bürgermeister, AfD-Politiker, bla bla bla. Und ich so, ich hab's nicht mitbekommen. Ich so, echt? Nicht jetzt? Die so, ja, hast du nicht mitbekommen, bla, gestern, zack, zack, zack. Ja. Und ich so, Alter, ich hab's nicht mitbekommen. Und da ist mir das, war wieder voll, und ich bin froh, dass es passiert ist, weil da war wieder voll der Switch bei mir. Scheiße, ich bin in meiner Bubble drin, ich muss wieder gucken, dass ich mich da informiere. Hab direkt mich informiert, fand es super krass, habe ein T-Shirt dazu einfach rausgebracht, weil es sich so angefühlt hat. Das war so ein Tagesding. Ja. Und mit dem T-Shirt schreiben mir zum Beispiel auch eine Freundin, schicke ich das Shirt, ey, wie findest du, soll ich es machen? Die so, shit, ich wusste das gar nicht. Ja. Und das war noch eine Bestätigung, man befasst sich nicht damit und man kriegt das nicht mit, wenn man in der Bubble ist. Es gibt genügend, die das mitkriegen, es gibt genügend, die sich damit auch, oder genügend, weiß ich nicht, aber es gibt viele, die sich damit beschäftigen, was auch cool ist. Ja. Aber an sich ist es viel zu wenig und das ist das Gefährliche, weil wir halt in der Bubble sind. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf komme. Ich weiß gar nicht, Happiness, aber wieder definieren sich. Genau. Weißt du, was ich meine? Und dann bist du in deiner Bubble und du machst deinen Shit und irgendwie fühlt sich ja alles cool an. Lebst dann in München irgendwie. Ja. So Bubble auch. So die Münchner Szene, das Ding von der Bubble jetzt gefühlt im Zentrum. Und ja, das finde ich irgendwie, es ist okay. Man macht sich auch leicht dadurch. Und deswegen denke ich manchmal, je älter du wirst, weil wenn ich jetzt meine Kids anschaue, die sind glücklich, hoffe ich mal. Weil die sich mit nur solche Themen beschäftigen. So, jetzt ganz blöd gesagt, die haben Hunger, die wollen Spaß und das liebe ich ja auch. Und wenn ich mit denen bin, vergesse ich auch alles andere. Das ist sehr, sehr schön. Aber zum Schluss, glaube ich, je mehr Bewusstsein und je mehr man sich mit Dingen beschäftigt, die halt nicht so schön und easy und locker sind, ist man automatisch auch vielleicht nicht ganz so glücklich, weil das einen beschäftigt. Und das berührt einen auch so ein bisschen. Und mich hat das berührt, weil ich das so krass fand. Ja. Und dann sehe ich, die haben gerade voll den Hype und es geht voll ab. Und dann schaue ich mir Dinge an und sehe auf TikTok, wie gewisse AfD-Politikerinnen krass gut dargestellt werden und so videosmäßig hingestellt werden, als ob die absoluten Pros wären. Und dann noch mit AI so nicht Werbespots, Wahlplakate erstellen, so mit genügend Flüchtlingen. Dann erstellen die mit AI so ein aggressives Bild von Menschen, die einfach südländisch aussehen. Ganz schlimm. Okay, krass. Und dann bin ich so,
viel zu viel Infos schon wieder. Ja. Das beschäftigt einen und dann bist du so, oh nee, Mann. Verstehe. Und deswegen, ja, es ist, weil an sich kann man sich das schon so gestalten, dass alles easy und dass alles locker ist. Hat mit gewissen Themen auch zu tun, aber wenn man sich wirklich, und da gibt es, Gott sei Dank, gibt es echt ein paar Leute, die sich da voll engagieren, wo ich auch Respekt davor habe. Und ich glaube, da muss man schon stark sein, weil das schon heavy Stuff ist, wo die meisten von uns halt sagen würden, ich beschäftige mich ein bisschen damit, ich mache vielleicht ein bisschen was dafür, aber ich will auch mein Leben leben, so was ja auch okay ist, aber deswegen finde ich schon krass, wenn man so sich mit Dingen beschäftigt, dass das schon einen so ein bisschen... voll. Ich glaube, wie du sagst, ne, je älter man wird, desto mehr bekommt man mit, desto mehr Dinge prasseln auf einen nieder. Voll. Und ich glaube, Glück an dieser Stelle verändert sich von der Definition, vom Inhalt her, weil es dann nicht mehr darum geht, bin ich einfach nur noch einfach gestrickt und kann ich mich erfreuen an den kleinen Dingen, was sehr wertvoll ist und was man hoffentlich immer beibehält. Aber das Leben wird plötzlich komplexer. Ne? Dinge passieren, die man nicht in der Hand hat, die man nicht kontrollieren kann. Und jetzt bitter zu werden oder vollkommen sich in der Rabbit Hole zu verlieren, sei es politisch, sei es irgendwie die Nöte der Welt und so weiter, ist auch nicht unbedingt hilfreich, ne? Weil am Ende des Tages, ich glaube, hat niemand von uns die Kapazität, diese Welt zu retten an dieser Stelle, sondern jeder kann seinen Beitrag leisten. Ich glaube, jeder darf und ist auch dazu bestimmt, irgendwo seine Stimme mit abzugeben und das mitzutragen und die Welt besser zu machen. Aber ich glaube, wir dürfen uns eben diese Last nicht selber auf die Schulter packen. Das ist so, wie ich das jetzt von dir verstanden habe. Voll. Okay, aber ja, crazy. Darf ich dich fragen, womit hast du dieses Jahr gestruggelt? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das hat mein Leben etwas komplexer gemacht und wo ich bereit bin, das mitzuteilen? Deep jetzt, hä? Bist du da? Dieses Jahr. Klar, offen, ehrlich, ich struggle natürlich immer noch, dass mein Bruder nicht mehr da ist. Das ist jedes Jahr leider so. Das gehört halt einfach dazu und beeinträchtigt mich auch gewisse Zeit und gewisse Phasen. Ansonsten, ja, es ist schon ich struggle so ein bisschen damit, um ehrlich zu sein, mit der Leichtigkeit und dem lockeren Gedanke, den ich mal hatte, mit Dingen, die ich machen will und mit der Umsetzung. Weil zum Beispiel mega einen eigenen Store zu haben, aber ein eigener Store hat sehr viel Verantwortung, raubt mir sehr viel Flexibilität, was ich eigentlich liebe. Ich liebe flexibel zu sein. Vor allem jetzt, wenn ich dann auch denke, shit, ich habe Kinder, irgendwann sind die in der Schule, da will ich die nicht mehr irgendwie rausnehmen, vermutlich. Und davor könnte man noch voll flexibel sein. Damals sind wir 3 Monate dorthin und ich konnte von dort arbeiten. Wir sind dorthin und das geht jetzt nicht mehr, weil ich dann immer jemanden brauche hier für den Laden. Gleichzeitig bist du selber nicht da. Habe auch manchmal so ein Problem damit, Dinge abzugeben, weil ich denke, funktioniert das dann auch so? Ja. Und deswegen liebe ich den Laden sehr und habe sehr viele Emotionen dabei, aber ich weiß nicht, ob ich das Konzept so weiterführen werde, weil es einfach zu viel von mir abverlangt wird und ich kein geborener Einzelhandelchef bin und ich mir und als die Brand nicht so groß ist, dass man hier nur ein Schmuckstück hat, wo man ein Image-Schmuckstück hat. Das lohnt sich halt nicht. Ja. Und deswegen wahrscheinlich, das ist so ein bisschen innerlich so ein Struggle, was kann man machen, was gibt's, weil man hat ja sehr viel Liebe, Energie reingesteckt, Geld, Arbeit, wie kann man das switchen so. Und das sind so Gedanken, wo ich mich gerade befasse damit, ob man nicht lieber in einen Workspace geht, mit einem Studio, mit einem großen Tisch, mit Platz. Kreativität braucht Platz, weißt du, wenn hier dann alles vollgestopft ist mit Kartons und Menschen, dann hast du keinen Platz und es ist sehr, sehr klein hier. Ja. Deswegen, das sind so Dinge, wo ich jetzt so auch, was heißt Struggle, aber befasse ich mit damit, überlege mir was, weil, was ich vorhin gemeint habe, das Schönste ist, wenn man eine gewisse Lockerheit im Leben hat und wenn das einem genommen wird mit so einer Last, ganz hart gesagt, mit so einer Last,
dann ist es nicht das Richtige. Und das ist auch schön, sich mit Dingen zu befassen und zu sagen, das ist nicht das Richtige für mich. Und dann keine Angst davor zu haben, ey, wie kommt das nach außen hin? Sondern nee, das ist nicht das Richtige für mich. Ich will lieber wieder ein Space, wo man kreativ sein kann und wo man das ausleben kann. Da bin ich gerade so ein bisschen dabei. Finde ich aber auch ganz gut. Ja. Weil, habe ich dir vorhin auch gesagt, Zeit ist so sehr, sehr wichtig. Und wenn ich sehe, wie viel Zeit ich hier investiere und wie wenig Output ich habe, ist es nicht das Richtige. Der Preis ist einfach zu hoch dann, ja. Das ist, genau. Okay. Der Preis und vor allem die Zeit, der Preis für die Zeit ist einfach viel zu hoch. Okay. Viel zu hoch. Und sonst dieses Jahr Struggle, weiß ich gar nicht. Struggle genug, sagen wir so. Das ist immer Struggle, ja, Struggle genug, mit Family, mit allem, aber an sich ist es ja auch ein schöner Struggle und bringt dann auch weiter. So denke ich halt immer, es bringt ja in alles, bringt es ja einen weiter. Ja, voll. Hopefully. Growing Pains irgendwo. Ne? Ja, also genau. Dinge, die einfach für eine Season laufen, die wichtig waren, die gut waren, die man auch nicht bereut oder die man nicht gerne getan hat, aber die halt doch irgendwo sich dem Ende neigen vom Kapitel her und was Neues dann hoffentlich oder sicherlich aufgeht mit der nächsten Season. Verstehe ich voll. Ähnlich wie bei mir jetzt. Letztes Jahr, ich war ja bisher Pastor gewesen und so hat sich dieses Kapitel bei mir beendet und ist zur Neige gegangen und siehe da, irgendwie dieser Podcast ist jetzt das neue Ding erstmal und ich sehe das so ein bisschen als trotzdem noch Kontinuum oder wie heißt das? Weiß ich nicht. Naja, als Weiterführung von dem, was ich davor getan habe. Und es ist nicht so, okay, es gehört gar nicht dazu oder so. Ja. Okay, in diesem Podcast bei The Art. Fehlt dir das, Pastor zu sein? Ob mir das fehlt? Ja. Ich habe es im Trailer auch schon erwähnt. Und zwar habe ich da gesagt, und das stimmt immer noch, ich habe nicht gelogen. Ja, voll. Ich glaube, die ersten Monate waren nicht einfach. Weil du bist voll in diesem Alltag drin und für mich waren es knapp 7 Jahre, 6,5 oder so. Und plötzlich über Neujahr ist es halt nicht mehr da. Ne, du beschäftigst dich nicht mehr damit, du bereitest nicht mehr die Predigten vor, du hast nicht mehr die gleiche Community um dich herum. Es ist schon eine andere Sache plötzlich und so einen Hardcut zu haben, das nimmt dich mit. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir selbst einen Monat gegeben. Weißt du, also ich plane sehr gern vor und schreibe Dinge runter, bin super strategisch in Dingen und dachte mir, okay, so im Vorfeld, November, Dezember, 30 Tage, dann ist abgehakt und es geht weiter. Aber es war nicht der Fall. Ich habe gemerkt, okay, ich brauche länger und dann wurden aus einem Monat 2, 3 Monate und in dieser Phase hat sich das erst so ein bisschen ergeben in das nächste Kapitel hinein. Wie es weitergehen soll und was ansteht und was jetzt das Medium ist und so. Aber ja, sehr ähnlich wie bei dir. Ne? So dieses Stay true to yourself, so dieses nicht jetzt eine Sache anfangen, nur um Return of Investment zu haben, nur weil das irgendwie gerade lukrativ ist, sondern weil du weißt irgendwo, das ist, wo ich sein soll. Das ist mein Platz in der Gesellschaft, das ist die Stimme, die ich mit als Beitrag leisten soll. Und so ungefähr navigiere ich das auch. Ja. Nice, sehr schön. Yes. By The Art of Being Human habe ich diesen Gedanken mit als Grundlage platziert, dass das, was wir tun, unter anderem auch, oder nicht unter anderem, sondern fest verwoben ist mit dem, wer wir sind. Ganz oft preacht uns die Gesellschaft, hey, du bist, wer du bist und das, was du tust, gehört nicht zu dir. Und in gewissen Umständen, glaube ich, hört sich das sehr gesund an, wenn man weiß, hey, man ist in der zum Beispiel Corporate-Welt und es macht gar keinen Spaß und man will sich nicht definieren durch seine Arbeit. Aber ich glaube, es stimmt nicht ganz, weil in anderen Fällen es doch dazugehört und es intrinsisch in uns gelegt worden ist, persönlichkeitmäßig, begabungstechnisch, das, was wir tun, das halt sehr gut ist und es halt wie die Faust aufs Auge passt zu dem, wer wir halt sind. Genau, und in dieser Thematik einfach, wie definierst du Arbeit für dich? Was ist Arbeit für dich? Ist es etwas, was du als Last siehst oder etwas, wo du dich entfaltest, wo du neu Dinge eroberst vielleicht sogar? Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht nochmal zusammenfassen, was ist so dein Take on Work?
Kreativ zu sein ist zum Beispiel keine Arbeit für mich. Arbeit ist für mich, wenn ich gewisse Dinge machen muss mit einem gewissen Zeitfenster. Steuern. Okay. Ja, Arbeit. Ja. Nervige Arbeit. Gar keine Lust drauf. Den Laden sauber machen. Arbeit muss getan werden, hat wenig mit mir zu tun, sondern gehört halt dazu. Das sind Dinge, die dazugehören, aber natürlich nicht, nicht unbedingt Spaß machen. Was aber wichtig ist, weil es kann auch nicht sein, dass alles zu 100% Spaß macht. Kreativ sein macht Spaß, kann aber auch sehr ätzend sein, sehr langlebig, sehr, also sehr, wie sagt man steckt sehr viel Zeit rein, zum Schluss kommt nichts raus. Sehr, sehr das gibt es auch, ja. bei der Musik ja auch. Du produzierst was und zum Schluss passiert nichts damit. Du hast vielleicht eine ganze Nacht daran produziert, was sehr schade ist. Marketing macht mir sehr viel Spaß, Dinge zu überlegen, wie erreicht man Menschen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Was kann man machen, was für neue Technologien gibt es. Finde ich alles sehr spannend. Es ist aber sehr, sehr viel auch, also auch sehr aufwendig. Aber an sich sehe ich das alles nicht als Arbeit. Und das ist auch so ein Punkt, ich sehe so einen Store mehr als Arbeit wie als Projekt oder als was Schönes. Und da bin ich dann schon ein bisschen, dann cutte ich dann halt. Yeah. Und beim Auflegen auch so. Ja. Ich lege manchmal wo es keine Gage gibt, weil es sich einfach gut anfühlt oder man weiß die Wertschätzung von den Leuten oder der Ort oder ich war auf Tour mit einem DDB, da gab es nicht wirklich eine Vergütung, so ich habe mehr oder weniger drauf bezahlt, aber hatte auch einen Kumpel dabei, wir hatten so eine gute Zeit und die Menschen und die Einflüsse, die man da mitnimmt, die bringen einen so weiter und das ist halt sehr, sehr, sehr schön so. Aber zum Schluss, es ist halt leider doch so, dass Arbeit einfach dazugehört in unserer Gesellschaft. Vor allem in unserer Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist halt einfach so, das Arbeitervolk ist halt einfach sehr strukturiert, worüber ich auch dankbar bin. Ich habe einen krassen Vergleich einmal von meiner Kultur, also von meiner Mom und einmal auch das halbe Jahr in Brasilien. Wie es halt, ich würde sagen, die Menschen in Brasilien sind allgemein glücklicher als die Menschen in Deutschland, zumindest strahlen die das mehr aus, kann man schon sagen, weil sie viel weniger haben, beziehungsweise gar nichts haben und auch viel mehr Shit erlebt haben. Aber trotzdem so eine gewisse Lebensgefühl ausstrahlen, was ich hier sehr, sehr selten erlebe. Und ich liebe ja Menschen, die Energie, ein sehr guter Freund von mir hat auch so viel Energie und ich liebe das. Sie sind einfach, ich mag so Menschen, die so richtig Energie sind und manchmal auch trübert. Aber ich mag das. Ich mag auch ruhige Menschen, ich mag alle Art von Menschen, mehr oder weniger, nicht alle, aber das mag ich schon sehr. Und deswegen, das wollte ich sagen, es ist jetzt nicht so, kreativ sein macht Spaß und der Rest ist Arbeit, sondern zum Schluss, um hier irgendwie zu funktionieren, muss man halt auf eine gewisse Art und Weise arbeiten. Das ist ein Gesamtpaket, ja. Das gehört beides dazu. Ja. Muss man halt arbeiten irgendwie. Gehört dazu, man hat schlechte Tage. Gehört dazu. Das ist hier so. Wann hast du dich das letzte Mal am lebendigsten gefühlt oder the truest self? Um ehrlich zu sein, sehr oft mit meinen Kindern. Ja. Komplett du selbst. 100%. Keine Maske. 100%. Kein Performance-Druck. 100%. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Komplett der kleine Dummkopfjunge, der Bock hat auf das, was kommt. Ja. Zu 100%, muss ich tatsächlich sagen. Nicht irgendwie, also ich verstehe mich allgemein wenig, aber man ist trotzdem so einer gewissen, leicht angepasst. Ja. Leicht ist man schon irgendwie da drin, so. Und dort gar nicht. Zu 100%, ja. Ja, krass. Muss ich schon sagen. Würdest du sagen, ist das die Lektion, die du als Vater so mitgenommen hast bisher? Oder würdest du die anders beschreiben? Es ist einfach, also
ich habe dir vorhin schon gesagt, ich mache mir so wenig Gedanken über Dinge, die kommen. Es hat sich gut angefühlt, let's have some kids. So. Dann war die Geburt so ein bisschen schwierig, war alles so ein bisschen kompliziert natürlich, was man nie so planen kann. Zum Schluss ist man dankbar, dass alles funktioniert hat. Und dann ist es jetzt da und es ist sowas Besonderes. Es ist immer blöd, wenn ich mag es auch nicht so über Kinder zu reden, vor allem wenn jemand keine Kinder hat. Weil zu mir hat man es damals auch immer gesagt, das versteht man nur, wenn man Kinder hat. Und ich so, ja, komm schon, entspann dich. Aber es ist wirklich so. Es ist, und ich bin schon natürlich auch Kinderfan, habe ich dir auch erzählt, so mit Waisenhaus damals und so weiter. Und das sind für mich die realsten Motherfuckers, die rumlaufen. Ja, Kids sind für mich die realsten. Die savage, sind ehrlich, die verstellen sich nicht, die sehen keinen Unterschied zwischen Hautfarbe, zwischen irgendwas, die meisten, aber eigentlich alle. Und das ist für mich der realste Mensch, der rumläuft. Geil. Und das sehe ich immer mehr, das ist crazy. Und das ist so geil, wie ehrlich die sind. Ja, krass. Das ist einfach nur krass. Und das freut mich echt, das zu sehen. Und da kann man sich echt auch ein Beispiel nehmen an Kinder, die einfach real sind, Mann. Zu 100%. Krass, und das ist sehr, sehr schön und sehr inspirierend auch. Ja, und man kennt es ja oft, dann ist man mit dem Kind unterwegs und man so, hey, pst, und hey, entspann dich, nein und so. Aber das ist so geil. Wenn die jetzt nicht frech sind und nur Scheiße bauen, das gehört auch dazu. Und ich finde es manchmal auch sehr, sehr witzig, leider. Aber die sind einfach real, machen sich keine Gedanken, genießen das Leben. Und das ist schon sehr inspirierend. Ja, cool. Sehr inspirierend. Essen schmeckt nicht. Das Essen schmeckt nicht. Ja. Ich esse es jetzt auch nicht. Das Essen schmeckt nicht. Ich will das Ding und so. Und keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, zu Opa zu gehen. Zum Beispiel. Ja. Oder ist einfach so, einfach, ich sag dann, ist mir scheißegal, du gehst trotzdem zu deinem Opa. Nein, aber das ist echt, ich kann es gar nicht so beschreiben, wie man die Ehrlichkeit so, das ist nicht so, vielleicht was sie sagen, aber einfach. Freiheit, oder? Ja, Freiheit sowieso. Ja. Und krasse Euphorie auch, so an Kleinigkeiten, genau, das an Kleinigkeiten auch, weißt du. Und ich bin da manchmal auch kreativ und irgendwie in irgendeinem Blödsinn. Lass irgendwas bauen, was rumliegt oder irgendein Spiel spielen, was mir gerade so hochkommt. Und das ist so schön zu sehen, dass man dafür Feedback bekommt. Und deswegen muss ich echt sagen, da bin ich zu 100% ich selber und es ist eigentlich gerade so die schönste Zeit. Wow. Ich bin jetzt nicht so, dass ich nur mit meinen Kindern abhängen will und das Kinder das Tollste auf der Welt sind. Es gibt Phasen, wo wir sagen, gar keinen Bock auf Kids. Gibt's und ist auch wichtig. Ja. Und aber jetzt gerade, wenn man so in dem Konstrukt ist, wie der Mann arbeitet mehr Stunden, die Frau ist eher zu Hause, ist natürlich schon schön, weil du hast den Ausgleich. Ja. Du bist weg für eine gewisse Zeit, du kommst heim, die Kinder freuen sich. Highlight, du gibst 2 Stunden Vollgas, und dann bist du auch platt. Und dann, das ist natürlich jetzt in dem Fall bei der Frau natürlich eine andere Ding. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil muss man sehr wertschätzend sein. Weil, und ich bin halt so, wenn ich zu Hause bin, dann interessieren mich nur die 2 Kids erstmal, so für eine Stunde. Und das merke ich selber auch, wenn ich dann mal ein Wochenende mit denen alleine bin, so am 3. Tag bin ich platt so. Und dann denke ich mir, shit, so, wie kriegt sie das hin? Sie hat das jeden Tag und ist immer noch voll am Start. Und das muss man checken so. Und das merke ich auch, dass manchmal ist so selbstverständlich, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und also genug über Kids gelabert, aber alles allgemein muss ich schon sagen, dass man da sehr viel lernt. Erstmal, was für unfassbare Wesen Frauen sind. Mit der Geburt, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist irgendwas. Also das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und auch danach und so weiter. Und das war einfach nur, also das hat mich schon geprägt. Und jetzt auch jeden Tag sieht man, und das muss ich manchmal auch die Zeit nehmen. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt reden, weil wenn ich das dann selber sage, dann fällt es mir auch wieder auf. Ja, sehr gut. Weil man muss sich selber das auch mal bewusst werden, so wie krass das alles ist. Wie krass das halt alles ist und wie cool das ist. Ja, gleichzeitig ein Geschenk und so weiter. Geschenk, genau. Aber jetzt genug über Kids geladen. Vielen Dank für den Einblick, richtig crazy. Crazy, okay. Celo, was hält dich nachts wach? Da mich nicht mal ein schreiendes Baby wach hält. Nichts.
Ich muss schon sagen, ich habe sehr guten Schlaf, weil ich nicht so viel Schlaf habe allgemein. Und ich es irgendwie schaffe, sehr, 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 sehr selten nicht einschlafen zu können. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was mich nachts wach hält. Okay. Eigentlich, wenn ich voll im Gedankenflow bin. Oder früher war es vielleicht auch, wenn irgendwas ansteht und ich nervös war. Das passiert manchmal, ja, wenn ich nervös bin und was ansteht. Aber ansonsten, nee. Sehr selten. Nichts, was dich Nicht, herumtreibt. aber ich kann dir jetzt tatsächlich nichts nennen. Ja, das ist gut. Wenn ich mir Gedanken mache, ja, aber das dann eher tagsüber. Nachts nicht so viel. Das heißt, du kannst gut abschalten? Ich kann gut abschalten, ja. Was tust du sonst, um abzuschalten? Das Beste, was ich für mich entdeckt habe, was ich gerade zur Zeit leider nicht mache, aber was ich so das letzte Jahr gemacht habe, ist Boxen. Nee. Da kann ich zu 100% abschalten. Ich konnte noch nie so gut abschalten wie beim Boxen und beim Schlagzeugspielen, aber Schlagzeugspielen ist sehr intensiv irgendwie und Boxen ist auch intensiv, aber auf eine andere Art und Weise. Du powerst dich so krass aus und du kannst auch immer weiter irgendwie, weil der Gegenüber, ich hatte einen sehr guten Trainer, der pusht einen dann und du kannst dir keine Gedanken machen. Beim Sport kann man sich schon Gedanken machen, finde ich. Man kann auch ein bisschen mal so weg sein und egal bei was für einem Sport, aber ich finde beim Box, ist ja auch ein Sport, aber beim Boxen war es bei mir tatsächlich so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, ich bin total weg. Du hast keine Zeit zum Denken eigentlich. Voll konzentriert, ich muss voll aufpassen. Das macht extrem viel Spaß. Ja, geil. Das habe ich jetzt für mich so entdeckt, dass das wirklich das Geilste ist, um abzuschalten. Ja, cool. Und sonst tue ich mir sehr schwer, um abzuschalten, ehrlich gesagt, so im Alltag oder oft ist es laut Musik mit Headphones. Nicht unbedingt laut, aber abgeschirmt zu sein. Ich lasse mich sehr, sehr schnell ablenken von Nebengeräuschen, wenn jemand vorbeiläuft, wenn ich irgendwas höre. Ich lasse mich sehr schnell ablenken. Ich weiß nicht warum. Aber so mache ich oft, wenn ich versuche kreativ zu sein, dann Kopfhörer auf, Noise Cancelling an und dann wirklich, da bin ich dann voll in der Welt drin. Das ist eigentlich sehr schön, weil dann bin ich voll konzentriert und bin voll drin. Ja, man spricht ja von dieser Zone, ne, die man versucht zu erreichen, gedanklich oder eben abzuschalten. Und manchmal ist es ja gar nicht das, was du hörst oder das irgendwie was Bestimmtes laufen muss, sondern einfach nur, es übertönt alle anderen Nebengeräusche, sodass man plötzlich clear ist in seinem Kopf. Ich weiß auch noch, bei einer Kollektion habe ich, glaube einen Song bestimmt 50 Mal im Loop gehört. Einfach nur einen Song. So einer bist du auch? Ja. Ich auch. Voll verrückt. Ja. Irgendwann auf die Uhr geschaut und dachte, scheiße, Mann, ich habe den bestimmt jetzt keine Ahnung, wie oft gehört. Same here. So krass, aber ich fand es geil. Mir ging der Song immer nicht auf den Sack. Ja, geil. Ich mach das auch immer. Voll. Und vor allem war das so noch so Deutschrap, was ich ja nochmal gar nicht höre. Oh, okay. Das war Felli, war das auch aus München. Felli, wie heißt der Song nochmal? Das wollte ich dem eigentlich mal schreiben, habe ich nie gemacht. Ja. Nacht, irgendwas mit Nachtlauf. Okay. Von Drunken Mars produziert und ich fand den Beat so geil und muss dir später zeigen. Wie geil. Und das war voll motivierend. Ja. Und einmal habe ich noch so ein ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein brasilianisches Mixtape mit so Beilefang, wo du denkst, Alter, da kannst du ja gar nicht irgendwie kreativ sein. Aber das war so abgespaced. Und 3-4 Songs, kennst du bei so einem Mixtape, du hörst es, du findest es cool und bei 3-4 Songs, die fühlst du voll. Aber du willst nicht vorspulen, sondern du willst ja immer das ganze Paket geben. Und das Mixtape habe ich dann auch mal 5-mal so im Loop gehört. Deswegen, da bin ich voll in der Zone. Kann ich auch abschalten und auch wirklich was machen so. Aber mich nervt das und ich bin noch auf der Suche nach ich habe jetzt manchmal den Stummmodus auf dem iPhone entdeckt, aber nicht den Stummmodus, sondern wie heißt das mit dem Do Not Disturb, ne? Do Not Disturb Modus. Fokus. Voll geil. Ja. Voll geil. Weil ich habe auch Push-Up-Benachrichtigungen habe ich alle ausgemacht, aber wenn ich jetzt irgendwie am Laptop bin und es kommt eine E-Mail rein, dann bin ich natürlich auch interessiert, was da passiert. Man schielt trotzdem irgendwie hin. Man schielt hin und manchmal klickt man drauf und dann ist man wieder komplett woanders. Und das passiert mir sehr, sehr oft. Auf Instagram, ich will vielleicht einen Post vorplanen oder wollte irgendwas auschecken und auf einmal bin ich komplett woanders. So. Da habe ich leider noch keinen perfekten Umgang damit gefunden, dass ich sagen kann, ich lasse mich sehr schnell da ablenken. I see.
Kommst du gut mit Stille klar, wenn dann die Stille mal da ist? Sehr gut, ja. Finde ich auch sehr angenehm. Ich konnte es früher nie nachvollziehen bei meinem Dad im Auto, der hat immer Nachrichten gehört, immer. Es ging uns alle so auf den Sack. Ich habe das nie kapiert, wie kann man im Auto sitzen und Nachrichten hören? Die Stimme und so monoton. Wir wollten Musik hören, ich habe das nie verstanden. Und wenn Musik drin war, der Radiosender, wollte mein Dad nicht, der wollte dann Stille so. Und bei mir ist jetzt ich höre voll oft Nachrichten, wenn ich unterwegs bin. Ich finde es voll geil, im Radio Nachrichten zu hören. Die Zeit vergeht schnell. Aber ich finde Stille auch sehr angenehm, vor allem manchmal auch hier im Büro, wenn wir zu zweit sind. Musik spielt immer eine Rolle, aber ich finde es auch mal geil, wenn die Musik aus ist. Auch wenn es manchmal so unangenehm ist manchmal. Oder wir sind zum Shooting gefahren, 5 Personen, das ganze Auto voll. Und bei der Rückfahrt, wir hatten den ganzen Tag Musik und anstrengend. Ich habe selber auch Bilder gemacht, super anstrengend. Du redest viel, du tauschst dich aus mit den Models, weil du sie nicht kennst und bla bla bla. Voll viel am Reden und so weiter. Und bei der Heimfahrt habe ich einfach so nichts, keine Musik und da war auch so eine gewisse Stille. Aber kennst du so eine Stille, die gar nicht so lang ist, aber vielen so unangenehm ist? Ja. Und eine hat es dann eben so angesprochen, die so, ey, bisschen strange, kann willst du nicht? Dann habe ich gesagt, nee, ich finde es voll geil gerade. So. Habe ich einfach gesagt und dann war es halt still. So. Perfekt, voll gut. Einfach mal so eine Stille. Das ist für viele sehr unangenehm und manchmal sehr komisch, aber ich finde es beruhigend und manchmal auch gut. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sich aufregt, wenn Musik läuft oder so. Aber vielleicht kennst du das auch, wenn der ganze Tag Musik läuft und auch E-Mails und so und dann läuft der ganze Tag Musik und irgendwann bist du dann schon so, boah, jetzt brauche ich keine Musik. Wenn ich jetzt noch mit der U-Bahn heimfahre, dann brauche ich auch einfach mal keine Musik. Es ist fast schon heilsam oder selbsttherapeutisch, dann plötzlich nichts laufen zu haben und einfach mal auch nicht irgendwie bestimmt über irgendwas nachzudenken, sondern einfach mal keine Ahnung, in dem Sinne auf Noise Cancelling Modus selbst zu gehen und Ja, so eine bewusste Stille ist, glaube ich, schwierig, dass man sich jetzt wirklich sagt, vielleicht passiert das beim Meditieren oder so, hat mir auch schon jemand empfohlen, habe ich noch nie gemacht, leider muss ich mal machen. Das mache ich sehr selten, dass ich jetzt sage, ich setz mich aufs Sofa und mache nichts und versuche aber auch nicht nachzudenken. Keine Ahnung, wie das geht. Dann bin ich schon so, okay, ich bin auf dem Sofa, mache ich Musik, schaue ich mir irgendwelche Blogs an, schaue ich mir irgendwelche Videos an. Weißt du, das ist sehr, sehr schwer, finde ich. Und aber klappt sehr, sehr gut, wenn man das kann. Deswegen will ich unbedingt mal meditieren, also will ich das mal ausprobieren, meditieren. Do it. Weil ich glaube, das ist dann wirklich so mit sich selber nochmal so befassen. Was ich glaube ganz geil ist. Ja. Also ich praktiziere das schon sehr lange. Das heißt aber nicht, dass ich sehr gut drin bin. Halt durch meinen Glauben, ne? Einfach im Gebet ist es sehr ähnlich, dass ich sage, okay, ich setze mich hin und ich schalte letztendlich alles andere aus so. Und nehme mir bewusst Zeit, selbst wenn es nicht immer voll die spirituelle Erfahrung ist in dem Moment oder die Erleuchtung kommt oder sonst was, aber dieses regelmäßiges Ding oder dieser Rhythmus, immer wieder mal zur Ruhe zu kommen, sich hinzusetzen oder diesen inneren Ort aufzusuchen, hat sehr viel Mehrwert kreiert in meinem Leben. Und ich glaube, es erdet dich immer wieder, ne, an einer gewissen Stelle, um nicht vollkommen Loco zu gehen. So, ne? Weil dann doch sehr viel passiert. Voll, das ist gefährlich. Und ich merke das auch ab und zu, genau, du bist in so einem Rhythmus und dann musst schon aufpassen. So. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich bin da sehr schlecht daran. Aber wir sind alle Lernende. Ja, und das ist auch so wichtig, was ich mir vornehme, bis ich hoffentlich 150 Jahre alt werde. Man darf nie die Lust am Lernen und am Interesse verlieren. Ich glaube, das ist geil, wenn du immer Interesse und Lust hast, was zu lernen. Voll. Und egal auch von wem. Weißt du, auch von einem 12-Jährigen. Absolut. Zeig mir das. Ich will das auch können. 100%. Das ist, glaube ich, das Schönste, wenn du alt und wirklich alt bist und immer noch diese Lust, diese Neugier, den Hunger hast. Das ist voll geil. Voll. Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge, ne, im Leben, zu sagen, hey, ich bleibe ein Lernender, ich habe nie ausgelernt an der Stelle und kann dann auch nicht überheblich werden, so, ne, sondern nehme alles mit und natürlich sortiere ich Sachen aus, heißt nicht, dass alles mich prägen muss, aber ja, voll. Okay, Abschlussfrage, beziehungsweise noch nicht Abschlussfrage, aber Höhepunktfrage dieses Podcasts ist immer, was denkst du, ist deine Mission in diesem Leben?
Meine Mission. Was sehr Schönes und was ich glaube, was man auch merkt, wenn man Kinder hat, ist, wenn man was weitergeben kann. Ich bekomme manchmal Nachrichten, ey, das, was du machst, hat mich inspiriert, das und das zu machen. Wunderschön, sowas zu hören. Ja. Ich glaube, Menschen zu inspirieren ist tatsächlich was Besonderes. Und vor allem unbewusst Menschen was weiterzugeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, ein Lehrer ist ja auch wichtig, ein Pädagoge, der was bewusst weitergibt und dich irgendwie prägt auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn du das eigentlich unbewusst machst und dadurch irgendwelche andere Wege pushen kannst, das ist sehr, sehr schön. Und das nehme ich jetzt auch nochmal aus dem Pata-Talk mit, weil er hat gesagt, für ihn ist das Wichtigste, weil er auch so eine School hat in Amsterdam, so Education Stuff, bla bla bla. Und er sagt zu den Kids, wenn ihr das machen wollt wie wir, ist es cool, aber macht's besser. Macht's besser, weißt du? Und das finde ich so geil. Also nicht so, ey, ich bin der fresheste Motherfucker hier, der das Beste macht. Schau, dass du es so machst wie ich. Nee, mach's besser. Du kannst so viele Dinge besser machen. Du kannst so viele Dinge einfacher machen und so weiter. Und ich sehe das auch an so Jüngeren, die jetzt auch Brands machen und so weiter, wie smart die manchmal so agieren mit gewissen Dingen. Voll geil, inspirierend auch für mich. Und deswegen, also Menschen zu inspirieren, finde ich sehr, sehr schön. Und vor allem irgendwie, wenn jemand so Interesse hat, dass er das Ähnliche machen will oder das auch sieht, boah, das, was der macht, inspiriert mich auch, den Weg einzuschlagen auf irgendeine Art und Weise. Das ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das meine Mission ist, weil ich habe dir vorhin gesagt, ich bin halt nicht so der Typ, der sich genau überlegt, was ist meine Mission im Leben. Aber Dinge weiterzugeben, unbewusst, ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Auch ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich Erziehungsbücher durchliest oder gewisse Dinge bewusst macht, glaube ich. Manche schon, aber auch bei Kindern ist voll schön, wenn du die unbewusst erziehst, in Anführungsstrichen, einfach so das weitergibst, was du denkst, es ist cool so, du gibst deinem Kind irgendwie einen coolen Space in der Welt, wo er irgendwie, was für dich irgendwie okay ist. So. Und das mache ich nicht so bewusst und es passiert irgendwie und ich hoffe halt, dass es klappt. Und so ist es mit dem Ganzen irgendwie auch. Deswegen, ich könnte es mir mal überlegen, kommt vielleicht auch irgendwann, dass ich sage, jetzt habe ich eine Mission. Aber dafür habe ich noch viel zu wenig Geld, dass ich glaube sagen kann, scheiß auf alles, ich habe jetzt die Mission und hier, let's go. Ich mache jetzt eine DJ-Schule, wo ich die ganze Woche umsonst DJ-Unterricht gebe. DJ-Schule, okay. Plus keine Ahnung was. Aber ich finde, du triffst ganz gut schon. Ja. Ohne dich in eine Schublade packen zu wollen, aber das, was du sagst und das, was du tust, das trägt für mich von außen betrachtet doch immer wieder die gleiche oder eine sehr ähnliche oder grundlegende Note. Und dieses Inspirieren, dieses etwas mitgeben und nicht nur etwas verkaufen oder irgendwie nur ein Produkt an den Mann bringen, sondern ein Gefühl mitzugeben, eine Atmosphäre, einen Vibe, einen Flow, wie auch immer du das nennen magst. Ich glaube, das ist deine Handschrift und das sieht man hier in München, das sieht man darüber hinaus. Und ja, man merkt es, also offensichtlich, ja, vom Kleidungsstil her, von den Dingen, die Leute tragen und auch die Veranstaltungen, die sie dann besuchen und die Freundeskreise, die sich entwickeln, die Community, die sich daraus bildet. Das hat irgendwo alles schon auch mit deiner Handschrift, würde ich sagen. Und von daher, glaube ich, ist es absolut eine Lane in deinem Leben, die in der Retro-Perspektive für mich sehr deutlich ist. Und ich glaube, die mit der Zeit noch wachsen wird und noch lange, wie gesagt, nicht am Ende ist und stehen geblieben ist. Voll. Und das ist echt schön. Also mir ist dann aber gar nicht so bewusst, weil ich habe auch eine Freundin aus Österreich, aus Wien, die ich dann 1-2 Mal hier eingeladen habe und die hat sich dann so wohl gefühlt auch mit der Community hier, dass sie jetzt hier halt lebt. Und es ist schon schön dann, also ich denke jetzt nicht jeden Tag, boah, cool, ich habe dich hierher geholt, deswegen, nee, so denke ich nicht, aber es ist voll schön zu sehen, dass sich daraus aus so Zufällen oder was ergeben hat, was sie jetzt irgendwie vielleicht im Leben
prägt, weil sie jetzt halt eine gewisse Zeit in München lebt Ja. und vermutlich das eine Rolle gespielt hat, dass sie halt dann hier war bei dem Event und ein paar Leute kennengelernt hat. Voll. Also schon schön zu sehen, wenn sowas sich dann entwickelt aus Dingen, die halt nicht geplant sind. Ja. Und ich Oder glaube, in dem Sinne nicht eine festgeschriebene Agenda hatten, Ja, ich will voll. jetzt dies und jenes machen. ja genau, ich will die Leute Sondern- zusammenbringen, sondern einfach vom Gefühl her, die Leute lade ich immer ein, weil ich die alle irgendwie mag. Ja. Und daraus entwickelt sich dann was. Ist ja voll schön zu sehen, Ja. dass man da auch was weitertragen kann. So auf Ja, Und 100%. ich glaube, wenn man so überlegt, ja, was gibt einem was, dann ist es schon Inspiration oder wenn andere eben was Ähnliches machen wollen oder sagen, boah, und das bei der Musik ist ja nochmal ganz was anderes, weil Musik hat ja ganz andere Emotionen. Mit Texten kann man es deutlicher wiedergeben und man berührt die Menschen ganz, ganz anders. Und da kriegt man natürlich auch viel, viel krassere Nachrichten, weißt du, weil das im Leben auch Menschen begleitet und das ist ja nochmal eine ganz andere Emotion, auch voll stark. Und in dem, was ich mache, ist so ein bisschen weniger Emotion, aber auch eine gewisse Art, die man vielleicht weitergeben kann, die andere inspiriert und vielleicht Ähnliches oder hoffentlich noch viel bessere Sachen macht. Wie gesagt, ich kann nur bestätigen, es kommt an, glaube ich. Und das spürt man. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht eine Sache, die du irgendwo hingeschrieben hast und die man dann liest und sagt, okay, das ist die Lyrics davon oder ne? So, jetzt weiß ich die Message. Sondern ich glaube, das ist irgendwo unterbewusst dann oder unbewusst etwas, was man aufsaugt und wo man merkt oder erst im Nachgang merkt so, oh wow, das hat mich ja voll geprägt und ich bin voll drin in der Szene oder wie auch immer und es hat mich inspiriert. So, ne? Aber ja, ich glaube, es gibt mehrere Wege, es gibt viele verschiedene Approaches und dein Approach ist deiner Persönlichkeit entsprechen und das, was du tust und so. Von daher ist es sehr stimmig alles. Ich find's gut. Okay, vorletzte Frage. Kannst du noch? Ich kann noch. Ja, okay. Ich habe von Kendrick lyricsmäßig was aufgeschrieben. Und zwar hat er in dem Song Die Hard eine Line, wo er sagt, I hope I'm not too late to set my demons straight. Nicht religiös gemeint, sondern so einfach allgemein. Was glaubst du, sind deine Demons oder was ist deine Dark Side, womit du kämpfst, was dein Struggle ist, beziehungsweise wo du sagst, hey, das lerne ich, mit mir selbst umzugehen oder das ist etwas, was im Prozess ist, wo ich selber ein Work in Progress bin. Dark Side. Dark Side hört sich sehr negativ an. Ja, habe ich ja vorhin schon gemeint, klar, wenn gewisse Dinge im Leben passieren, die unerwartet kommen, wie jemanden zu verlieren oder ähnliches, dann kämpft man ja damit. Es ist ein Prozess, wo man nicht irgendwie eine Anleitung da online findet, den man dann so durchgeht, weil das immer unterschiedliche Schicksale sind. Das ist ein Prozess, habe ich dir vorhin schon gesagt, der sich sehr zieht und wo man sehr lang damit, glaube ich, auch kämpft. Ich habe keine Lösung gefunden. Ich glaube auch nicht, dass es so wirklich eine Lösung gibt, glaube ich mal. Vielleicht schon, ich habe keine Ahnung. Aber ja, das ist so was, wo man damit kämpft, ja. Wo man struggelt, kämpft und irgendwie versucht, damit klarzukommen. Das ist so, ja, ich weiß nicht, ob es eine Dark Side ist. Wie gesagt, Dark Side ist so, weiß ich nicht. Ja, hört sich direkt, klar, negativ an. Bisschen, aber ich glaube, was ich meine, ist eher... Oder was meinst du, ja? Ja, so eine Art Baustelle oder so eine Art... Das ist eine Baustelle, ja. Was noch nicht geschlossene Sache im Leben. Das ist auch, ja. Sowas in der Richtung. Ja. Weil theoretisch jeder kämpft ja mit irgendetwas. Jeder hat seine Struggles, jeder hat seine Demons, ne? Wie Kendrick das sagt. Ja. Und ganz oft ist es etwas, wofür man meistens nichts kann. Jetzt nicht irgendwie eigenverschuldet irgendwie was verbockt hat und deswegen die Konsequenz immer noch dafür trägt. Ich meine, gibt es auch, aber in vielen Fällen ist es verwoben irgendwie mit dem Schicksal oder der Persönlichkeit, dass man eher so geprägt ist und dadurch dann hoffentlich lernt, reif zu werden, damit umzugehen und gleichzeitig
die Schwächen, die man hat oder die Charaktereigenschaften, die einem so ein bisschen fehlen, doch nicht zu verdecken, aber mit denen umzugehen, mit dieser Spannung klarzukommen, weil vielleicht doch nicht alles sich auflösen lässt. Und, Vor allem. genau, das meinte ich eher. Vor allem. Ja. Aber gut, es passt ganz gut zur letzten Frage. Und zwar gibt es eine Tradition in diesem Podcast, oder die will ich etablieren. Und zwar darf der vorherige Gast immer dem nächsten Gast eine Frage stellen. Und die Frage an dich ist: In welcher Charaktereigenschaft bist du, jetzt habe ich das wahrscheinlich schon vorgenommen, bist du nicht so stark, beziehungsweise welche hättest du gerne? Charaktereigenschaft. Hätte ich gerne. Ich brauche nichts. Ich habe an sich, habe ich ja gesagt, geduldig, und ich will sehr oft das Gute in den Menschen sehen. Und dadurch höre ich mir sehr viel an und bin an sich eben sehr geduldig mit Menschen, die ich vielleicht auch nicht kenne. Und da wird es mir, glaube ich, schon ein bisschen einfacher und besser fallen, einfach auch mal Nein zu sagen. Okay. Kriege ich jetzt auch ab und zu gehört, beziehungsweise soll ich daran auch arbeiten, stimmt auch. Es schadet nicht, wenn man, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht Nein sagen kann. Ich kann natürlich auch Nein sagen, aber auch im Bekanntenkreis einfach auch mal sagen, ey, nee, ich will jetzt nicht bei dir im Podcast reden. Nein, zum Glück hast du schon vorher zugesagt. Nein, und das ist eben der Punkt, da will ich ja auch nicht Nein sagen, aber du kannst dir vielleicht ein bisschen vorstellen, es ist so schwierig, das auch zu beschreiben. Aber da hätte ich vielleicht schon gern mal manchmal so ein bisschen, zu sagen, ey, nee. Mehr die Freiheit, die Kühlheit. Mehr die Kühlheit manchmal, zu straight zu sagen, nee. Ja. Aber dadurch, dass ich halt immer so interessiert bin und Bock habe vielleicht und spannend und hört sich cool an. Ja, das ist halt die Spannung jetzt, und ich bin eigentlich, keine Ahnung, du kannst zu mir kommen und sagen, ey Celo, nächste Woche gibt es in München die Möglichkeit, seinen eigenen Käse zu machen. Ich wäre down, weil ich es voll cool finde, weißt du, mich interessiert irgendwie so viel. Ja, es ist eine Stärke und manchmal eine Schwäche gleichzeitig. Genau. Weil dadurch, man hat jetzt eine Fan, man hat ein Team, muss arbeiten und dadurch geht das andere halt auf die Seite. Und darum muss man halt immer so ein bisschen schauen. Aber Aber es ist trotzdem eine sehr gute Lektion, glaube ich. Voll. Weil erst wenn man klare Neins formulieren kann, hat man auch ein klares Ja zu gewissen Dingen. Ja, genau. Von daher, toi, 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 würde ich sagen. Hoffentlich sagst du noch zum nächsten Mal. Ja, genau, vielleicht siehst du es dann. So, ups, okay. Das letzte Mal, nein. Okay, cool. Ich glaube, wir sind am Schluss. Vielen Dank. Danke dir, war sehr schön. Super interessant zu hören, einen Einblick zu bekommen in dein Leben, in das, was dich beschäftigt, dein Flow. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was kommt. Willst du irgendwas teasern? Irgendwas, was kommt? Es kommen nur schöne Sachen. Es kommen nur noch Ästhetik-Sachen von Celo. Ich bin selber gespannt. Wir haben ja vorhin ein bisschen darüber geredet, dass ich so selber mir gerade Gedanken mache, in welche Richtung es geht, zumindest mal auf der physischen Ebene. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf meine Online-Präsenz und auf meine Kreativität. Und deswegen bin ich selber sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Aber sehr geil. Wird gut. Hopefully. Das heißt, man kann Sachen kaufen bei dir online, thatboy.com? Yes. Aktuell glaube ich nicht. Aber es kommt immer bald, wieder. Es kommt bald neuer Stuff. Genau. Cool. Secret Session steht wieder an. Ich bin leider nicht in München. Schade. Ich habe es bisher immer verpasst. Schade. Das würde dir vielleicht auch gefallen. Du bist ja all black gekleidet, was ja immer so ein bisschen Thema ist. Ist wirklich ganz cool. Ja. Also nicht nur, weil wir das irgendwie da machen, sondern auch, was ich jetzt so mitbekomme, ich höre mich dann auch immer so ein bisschen um. Auch wenn zu mir manche nicht immer so ganz ehrlich sind, aber auch über Umwege kriege ich eigentlich mit, dass Feedback echt ganz cool ist. Ja. Und vor allem, was die Musik und den Vibe und die Community angeht. Ja. Und dann macht es auch viel mehr Spaß. Absolut. Ja. Das nächste Mal dann. Genau, das kann man besuchen. Yes. Das nächste ist in 2 Wochen? Das nächste ist nächste Woche. Nächste Woche schon, ja. Beziehungsweise war letzte Woche, ich weiß es nicht. Stimmt. Aber es kommt immer wieder, ne? Es kommt immer wieder, klar. Immer wieder. Safe.
Ja. Raum München erstmal nur? Ja. Raum München Erstmal, nur. ja. Cool. Dann YouTube läuft Sunday Tapes, oder? Vor allem? Sunday Tapes sind wir da jetzt noch dran, wirklich nochmal eine andere Art von Sunday Tape zu machen. Ähnlich, aber es ist ein bisschen zu erweitern. Okay. Ein bisschen mit mehr Gästen, damit noch ein bisschen mehr Energie rüberkommt. Das will ich gerne mal ausprobieren. Auch in einer sehr, sehr coolen Location. Sind wir daran, das vielleicht noch im August zu machen. Genau. Okay, ansonsten auf allen gängigen Auf allen gängigen Plattformen. Jetzt streamen. Gibt es irgendwie ein bisschen was zu sehen, ja. Okay, cool. Ich Ich würde danke sagen, dir. Ja, that's it. appreciate. War sehr schön. Und genau. Merci beaucoup. My pleasure.